Hallo, willkommen zu Ulis Armadon Kali Videoblog. Kali Rules of Life ist das Thema des heutigen Blogs. Wir machen den Blog in deutscher Sprache diesmal, weil es von der Community gewünscht wurde, dass wir den Blog doch auch öfters mal auf Deutsch machen sollten. Machen wir gerne. Und ich möchte mit diesem Blog antworten auf einen Brief, der mir zugeschickt wurde. Dies ist der Brief in der gedruckten Version. Der Brief ist auch nachzulesen als öffentlicher Brief auf der Webseite des Kampfkunstzentrums Reutlingen, dort unter News Denkanstöß zu finden. Der Brief wurde geschrieben von einem Mitglied des Reutlinger Kampfkunstzentrums, das sich durch eine Trainingseinheit hat inspirieren lassen, über die Grundsätze und Werte der Kampfkunst Kali nachzudenken. Er hat diese ganzen Ideen niedergeschrieben, er ist auf Fragen gestoßen, dadurch ist dieser Brief entstanden. Der Autor des Briefs, hier ist ein Bild zu sehen, Wolfgang, ist seit etwa 6 Monaten Mitglied im Kampfkunstzentrum Reutlingen. Wolfgang, ich weiß deine Zeit zu schätzen. Ich finde es großartig, dass du diesen Brief geschrieben hast, bedanke mich sehr dafür und antworte gerne darauf. Grüße nach Ammerbuch in Tübingen. Ich finde diesen Brief von Wolfgang sehr lesenswert. Er hat sich tatsächlich eigene Gedanken gemacht, als er auf Probleme gestoßen ist. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt den Brief einfach mal an. In seinem Brief beschäftigt sich Wolfgang mit den Grundsätzen des Kali. Er beschreibt dabei, wie er sich daran erinnert, dass diese Grundsätze lauten, und findet das Ganze einfach und heruntergebrochen. Es fehlt ihm dabei der Aspekt der Moral. Ich habe den Eindruck, dass hier die 3 Kali-Regeln und die 3 Leitlinien des Kali miteinander etwas vermengt wurden. Und deswegen ist durchaus nachvollziehbar, dass Wolfgang auf Probleme gestoßen ist. Die 3 Kali-Regeln und die 3 Leitlinien erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Sie sind keineswegs redundant. Sie werden sinnvoll ergänzt durch die Kali-Philosophie. Im Armadon Kali haben wir das Dreibein, die Lebensphilosophie von Kali, die 3 Kali-Regeln und die 3 Leitlinien. Die hier verwendete Formulierung für die Kali-Lebensphilosophie geht zurück auf Grant Tuan Leogahe, bei dem ich über 25 Jahre hinweg das Vergnügen und die Ehre hatte, die philippinische Kampfkunst zu studieren und die philippinische Kultur besser verstehen zu lernen. Die 3 Kali-Regeln wurden formuliert von P. Greg Allen, meinem ersten Kali-Lehrer. Greg Allen hat damals in New York mir den Schlüssel gegeben zur philippinischen Kampfkunst und mir geholfen zu entdecken, eine neue Welt, ein neues Verständnis, wenn es um Kampfkunst und Selbstverteidigung geht. Die 3 Leitlinien gehen zurück auf eine Vielzahl von Gesprächen mit meinen Hilot-Lehrern auf den Philippinen, mit den Verwandten meiner philippinischen Frau. Aus diesen Gesprächen heraus sind diese 3 Leitlinien entstanden. Die 3 Leitlinien, die 3 Kali-Regeln, die ebenfalls aus 3 Sätzen bestehende Kali-Lebensphilosophie. Darauf werden wir später noch etwas detaillierter eingehen. Zuerst möchte ich mich noch kurz zuwenden der Formulierung, die Wolfgang verwendet. Diese Kali-Leitsätze sind einfach und runtergebrochen. Das freut mich wirklich sehr, dass das so ankommt. Das ist für mich tatsächlich, betrachte ich das als ein sehr großes Lob, weil so soll es auch sein. Armadon Kali ist eine funktionierende Selbstverteidigungskunst, ein Selbstverteidigungssystem, das in realistischen Situationen umgesetzt werden kann
muss natürlich auch dafür sorgen, dass man schnell und entschlossen Situationen bewerten und entsprechend handeln kann. Und das geht natürlich nur mit einfachen Konstruktionen, Techniken und mit klaren Handlungsanweisungen. Kurz gesagt, es geht hier um die Anwendbarkeit dieser Lebenskunst und deswegen müssen die Philosophie, die Techniken und die Handlungsanweisungen einfach sein, sodass sie intuitiv erfasst und direkt umgesetzt werden können. In dem Bestreben, das Kali und das Wertesystem besser einordnen zu können, vergleicht Wolfgang Kali mit Kampfsport oder Kampfkunst. Er macht dabei sehr schöne Analysen. Was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Kann man gerne in seinem Brief nachlesen. Er hat da sehr schöne Gedanken. Ich stimme eigentlich mit allem überein, was da geschrieben wurde. Es wäre auch mal ein schönes Thema für einen anderen Blog. In aller Kürze möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass für mich Kampfsport als wichtiges Kriterium hat. Im Kampfsport werden Regeln geschaffen, die das Kämpfen nach den Regeln unvermeidbar machen. Es wird zwar immer so schön gesagt, ein nicht gekämpfter Kampf ist ein gewonnener Kampf. Schaut man sich dann aber den Kampfsport an, ist der Kampf eben nicht zu vermeiden. Es geht darum, besser, schneller, ein bisschen raffinierter oder vielleicht auch gemeiner kämpfen zu können. Kampfkunst, ja, hat Wolfgang auch einiges Schönes geschrieben. Ästhetik, Show, vielleicht sogar auch die innere Entwicklung des Menschen sind vorrangige Ziele der Kampfkunst. Mitunter besteht die Gefahr, wird das Kämpfen aus der Kampfkunst entfernt, sodass es vielleicht gerade noch im Wort Kampfkunst auftaucht und die Kampfkünstler teilweise schon geschockt reagieren, wenn sie mit kämpferischen Situationen konfrontiert werden. Wie Wolfgang so richtig sagt, Kali ist beides ein bisschen und gleichzeitig nichts von den beiden so richtig. Für mich Kali, Armadon Kali ist eine Lebens- und Kampfkunst. Wenn es kein so sperriges Wort wäre, würde ich die Kategorie Selbstverteidigungskunst bemühen. Aber das ist so lange, das kann man nicht verwenden. Es ist Armadon Kalis Selbstverteidigung im weiteren Sinne mit einem größeren, weiteren Horizont. Sich selbst kennen und verstehen lernen, das ist, wo die Selbstverteidigung beginnt. Zu verstehen, was Erfolg im Leben bedeutet. Und hier sind wir wieder beim Thema. Hier kommt die Philosophie mit ins Spiel. Hier kommen die Regeln und die Leitsätze mit ins Spiel. Kali macht das Ganze grobstofflich, körperlich erfahrbar. Schauen wir uns die Regeln und die Leitsätze und die Philosophie jetzt einmal im Detail an. Ein wesentliches Element unserer Kampfkunst ist die positive Philosophie. Diese lässt sich sehr einfach formulieren in 3 Sätzen. Ich glaube an das Leben, ich glaube an den Erfolg und ich glaube an Gesundheit. Diese 3 Sätze haben eine große Kraft. Hier definieren wir, was wir vom Leben bekommen können, was wir vom Leben wollen, welche Ansprüche wir haben. Wir erkennen aber auch, dass dies zentrale Werte sind, die nicht selbstverständlich sind. Denn Leben schätzen wir, weil es Tod gibt. Gesundheit schätzen wir, weil es Krankheit gibt. Und Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Die Kali-Philosophie ist etwas sehr, sehr Positives, Mächtiges, eine positive Sichtweise auf die Welt, die uns Handlungsfähigkeit zugesteht und die wir durchaus abgrenzen können von anderen Ideen in Kampfkünsten, in denen zum Beispiel der Heldentod glorifiziert wird oder ähnliche Dinge.
In der Kali-Philosophie geht es darum, zu leben, das Leben zu genießen, das Leben zu gestalten. Wesentlicher Begriff auch in unserem Kali-Gruß, Kali-Payan, die Lebensfreude. Diese Kali-Philosophie, wie gesagt, zentrales Element unserer Kampfkunst. Es gäbe noch so viel zu sagen, es gibt noch weitere Blogs, da können wir weiter drauf eingehen. Zur Kali-Philosophie gesellen sich dann die 3 Kali-Regeln von Greg Allen. First rule, there are no rules. Second rule, cheat. Third rule, remember rule number 1. Das waren die Worte, wie sie Greg Allen immer zu sagen pflegte. Erste Regel, es gibt keine Regeln. Zweite Regel, trickse. Dritte Regel, erinnere dich an Regel Nummer 1, es gibt keine Regeln. Für sich genommen sind diese 3 Regeln sehr nihilistisch und führen in Egoismus und Anarchie. Nichtsdestotrotz sind diese Regeln sehr wichtig. Sie müssen in die Balance gebracht werden durch die Kali-Philosophie. Das ist sehr wichtig. Man muss die Sachen mit einem längeren Horizont betrachten. Und dann erkennt man, dass diese Regeln tatsächlich so wichtig sind, dass ich nicht darauf verzichten möchte. Diese Regeln zeigen einem als Mensch, als Individuum, du hast keine Beschränkungen. Eine der wichtigsten Dinge, die ich in dieser Kampfkunst gelernt habe. Viele Menschen tendieren dazu, sich selbst einzugrenzen und ihr Potenzial eben nicht zu entfalten, wie sie es könnten, sondern klein zu denken. Und das entspricht nicht der Philosophie. Ich glaube an Erfolg. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte mich entfalten. Das ist etwas, was in der Natur gegeben ist. Jedes kleine Saatkorn denkt nicht, sondern wächst, wenn die Bedingungen es erlauben. Das kleine Saatkorn hat die Idee des großen, kräftigen Baums und die Zuversicht, dass irgendwo da draußen wird es Sonnenlicht geben. Und deswegen fängt es an zu wachsen und entwickelt sich. Und dasselbe gilt für den Menschen. Nur je intelligenter jemand ist, desto mehr kann man sich selber hinterfragen und sich selber untergraben. Und deswegen diese Philosophie erkennen, nein, zunächst mal gibt es keine Regeln, es sei denn, du akzeptierst sie. Und wenn es Regeln gibt, dann hinterfrage sie und erkenne, was ist der Sinn. Und lebe entsprechend der Philosophie, glaube an das Leben, an Gesundheit und an Erfolg und erkenne, wenn du Regeln brichst, die es in unserer Gesellschaft gibt, dann hat es Konsequenzen. Und genau hier kommt die Philosophie ins Spiel. Es gilt zu erkennen, dass wir lange leben werden und es gilt zu erkennen, was bedeutet Erfolg. Hier kommt das Zusammenleben mit anderen Menschen mit ins Spiel. Und entsprechend wird die Philosophie als Gegengewicht und als Balance, als orientierungsgebendes Element zu den Regeln. Und die Regeln erlauben einem zu erkennen, wir gestalten und wir wachsen, wir sind nicht dem Schicksal ergeben, sondern wir gestalten unsere Welt. Das vielleicht wichtigste, interessanteste und meiner Ansicht nach kämpferischste Element der Kali Rules of Life sind die 3 Leitlinien. Nummer 1, Zielbewusstsein. Nummer 2, Entschlusskraft. Nummer 3, Disziplin. Bei den Leitlinien geht es um die praktische Umsetzung. Und selbstverständlich, wenn es darum geht, seine Ziele zu definieren, kommt auch die Philosophie mit ins Spiel. Es ist dabei sehr wichtig, im Bewusstsein seiner Ziele sich klar zu machen,
sind das überhaupt meine Ziele? Sind es meine Ziele und was ist der Sinn des Ziels? Wenn es tatsächlich die eigenen Ziele sind und nicht irgendwelche Ziele, die einem von anderen Menschen oder von der Gesellschaft irgendwie eingeflüstert wurden, wenn es tatsächlich die eigenen Ziele sind, wenn man den Sinn versteht, dann findet man auch von selber den Weg, wie man diese Ziele erreichen kann. Dann ist man bereit, das Notwendige zu tun, um tatsächlich auch diesen Weg zu gehen. Um den Weg zu gehen, braucht es Entschlusskraft, weil wir alle wissen oft, was wir zu tun haben, aber es dann auch wirklich zu beginnen, diese Initiative zu zeigen, ja, das braucht Kraft. Und dann braucht es Disziplin. Es reicht nicht, den ersten Schritt gegangen zu sein. Es muss über die Disziplin aus dem Weg eine Gewohnheit werden. Es muss eine Selbstverständlichkeit werden, den Weg zu verfolgen und das Ziel zu erreichen. Und tatsächlich, aus Disziplin entsteht die Gewohnheit, seine Ziele zu erreichen. Das soll mal eine Einführung in die Kali Rules of Life gewesen sein. Es gäbe noch so viel zu sagen zu diesen Leitsätzen und die lassen sich sogar sinnvoll ergänzen durch die goldenen Regeln der Selbstverteidigung und der Kali-Gruß hat auch etwas Gewichtiges dazu beizutragen. Aber der Blog wird zu lang. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Wolfgang noch einige wunderschöne Ideen in seinem Brief geschrieben hat, auf die ich auch gerne mal bei Gelegenheit eingehen würde, über das Zusammenspiel von Trainierenden und Trainern und die Entwicklung, den Einfluss der Persönlichkeit des Trainierenden auf das Armadon-Kali-System. Wolfgang, ich bedanke mich bei dir für deinen wirklich sehr inspirierenden Brief. Aufgrund von dir gab es diesen Blog, von dem ich auch hoffe, dass der eine oder andere davon inspiriert wurde. Aber vor allen Dingen, dass ihr noch wach seid und dass ihr noch genügend Energie habt, euer Like und Gefällt mir und Daumen hoch zu geben und dem Kanal zu folgen. Lasst mich wissen, was ihr in Zukunft haben wollt. Wenn euch welche Themen interessieren, gehe ich gerne drauf ein. Für den nächsten Blog ist die Planung, dass wir etwas Aktives machen möchten, dass es in das praktische Training gehen wird. Auch ein bisschen, wie kann ich zu Hause trainieren. In dem nächsten Blog werden wir dann auch andere Trainer des Armadon Kali sehen in Wort und Bild, die dann ihren Teil dazu beitragen. Ich bedanke mich, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Kali on und bleibt gesund.